Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute tauchen wir mal in die Welt der Embedded Softwareentwicklung ein. Wie testet man dort? Wie stellt man Qualität sicher? Welche Eigenheiten gibt es? Und was ist gerade im sicherheitskritischen Bereich zu beachten? Zu Gast dazu bei mir Alexander Eisenhut, ein Experte für Embedded Systeme. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Richie, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt, sozusagen, weil wir ein ganz neues Thema hatten mit dir jetzt, was wir im Podcast noch nie hatten. Und zwar geht es so, sagen wir, im großen Feld des ganzen Embedded-System, Embedded-Entwicklung, was ja schon ein bisschen eine andere Welt ist als jetzt eine olle Webseite oder so. Ne? Schon was anderes. Und wir sind das Thema mal ein bisschen gestrichen bei der Folge mit Rainer Grimm, der also über C++ erzählt hat und da auch so ein bisschen in die Richtung gegangen von so Steuerungen und sowas. Und da ist jetzt schön, dass wir mit dir dann nochmal einen Experten haben, wo wir dann nochmal tiefer einsteigen können, was so, ja, die Qualitätssicherung, das Testen im Embedded-Umfeld betrifft. Ja, sehr schön. Ja, genau, vielleicht starten wir da einfach gleich ganz wild mit rein. Wie blickst denn du auf Qualität, auf Testing aus dieser Embedded-Brille, sagen wir so? Da muss ich ja sagen, ich muss ja erstmal durch die Architektenbrille schauen. Ne? Ich bin ja Softwarearchitekt bei den Embedded Systems, aber da spielen dann immer Qualität natürlich eine große Rolle. Das ist meine Aufgabe, Qualität Software zu bringen und natürlich die finale Qualität, dass es auch gescheit funktioniert. Ne? Und das Testen ist immer eine besondere Herausforderung bei Embedded Systems, weil du läufst ja immer sehr eng mit der Hardware zusammen. Und deswegen musst du eigentlich auch mit Hardware testen und dann in einem Systemkontext, weil ich mache nochmal einen Schritt zurück. Was ist ein Embedded System? Ne? Ein Embedded System ist ein System, oftmals in einem anderen System, aber das eine ganz spezielle Aufgabe hat. Und die erfüllt es eigentlich relativ gut. Vielleicht noch mal so ein paar Worte dazu. Also so ein ABS-System im Auto ist ein eigenes Embedded-System. Ne? Und das Auto ist das komplexe System. Aber auch die Kaffeemaschine, die dir coolen Kaffee macht, ist ein Embedded-System. Zwar nur mit dem User, sagen wir mal, der das startet, aber macht einen Kaffee ja richtig gut. Ne? Und deswegen muss man beim Testen auch irgendwie das Gerät in seinen Systemkontext reinbringen. Ne? Und das kannst du dir ja vorstellen, das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Zum Beispiel, wenn du an das ABS-System denkst, da ist ja das Timing und das auf dem Autobus bringen ein ganz kritisches Ding. Da musst du ganz exakt dieses Timing einhalten. Andererseits musst du auch noch Szenarien am besten simulieren von diesem ganzen komplexen System. Na, und da gibt es ja dann ganz unterschiedliche Ansätze, wie man da vorgeht. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt auch zurück, wenn du sagst, aus der Architektenrolle, da sind wir ja noch ein bisschen vorm Testen, ne, bevor überhaupt was da ist. Ne? In der klassischen Softwareentwicklung gibt es ja dann auch so irgendwelche Reviews, da gibt es statische Analysen, die da gemacht werden. Gibt es da eine Spezialität bei Embedded Systems, wie da rangegangen wird oder wie Qualität schon auch mit reingedacht wird bei der Architektur? Also die Qualität vom Programmcode, da gibt es natürlich schon so eigene Standards, sagen wir mal, wo man vielleicht so auch Richtung funktional sichere Entwicklung geht. Da gibt es so Codierstandards MISRA und da gibt es dann eine statische Codeanalyse, die dann schauen, dass der Quellcode die MISRA-Regeln einhält. Dann ist schon mal ein großer Set von so technischen möglichen Fehlern, die man ja in dieser hardware-nahen Sprache eigentlich immer machen kann, in C und C++ abgedeckt. Ne? Das ist vielleicht ein Aspekt, der bei Embedded und statischer Codeanalyse wichtig ist. Und das andere ist, denke ich, von anderen auch nicht. Da geht es dann um Qualitäten wie Komplexität des Quellcodes, ne? Oder wie auch immer, Spaghetti-Code, zu große Module, solche Sachen gibt es da auch. Ne? Ist denn da auch das Thema so der ganzen, also für mich in meiner Vorstellung hat so ein Embedded-System immer sehr beschränkte Ressourcen auch, ne, die ich irgendwo betrachten muss. Ne? Also ich muss schauen, dass das Ganze auch irgendwie performant und klein ist, damit das alles da irgendwie auf dem Zeug auch laufen kann. Ist das so oder ist das ein Irrglaube von mir? Oh ja, das hängt von ganz schön vielen Dingen ab. Ne? Im Endeffekt hängt es davon ab,
welche Qualitäten du brauchst. Das heißt, legst du auf Wartbarkeit eine große Augenmerk und brauchst gar nicht so die Performance, dann hast du natürlich auch ein großzügig dimensioniertes ähm, Device. Ne? Hm. Ähm, wenn das jetzt aber, sagen wir mal, weil die Kosten so extrem wichtig sind, muss es was ganz Kleines sein. Und da spielen vielleicht dann schon wieder diese Dinge rein, die du dir vielleicht so vorstellst, dass du nur Kilobytes von RAM hast und dann musst du den Code ganz klein schreiben. Aber dem begegnest du natürlich, indem du die Programmiersprache danach auswählst oder die Bibliotheken oder. Hm. So kannst du Mhm. das vorstellen. Weil du gerade sagst, Programmiersprachen, was wird da heutzutage so verwendet in dem Umfeld? Naja, klassisch kommt es von C. Ich glaube, Assembler habe ich schon lange nicht mehr gesehen. C++, klar. Aber es öffnet sich ja auch gerade so eine neue Programmiersprache, Rust, die vor allem Mhm. Sicherheitsfeatures schon in der Sprache drin hat, was ganz interessant ist für das Umsetzen von funktional sicheren Systemen. Aber da ist so dieses Ökosystem noch nicht so ganz so weit mitgewachsen, dass es schon ein großer Standard ist. Da gehört ja auch das ganze Tooling dazu, dass das da darauf passt, wie du sagst, diese Code-Analysen oder so. Aber das ist im Umbruch und ich denke, das wird ein Weg sein. Das kommt an, Mhm. als nächste Mhm. Sprache. Mhm. Mhm. Ja, das ist, ich glaube auch wenn wir Richtung Testen schauen, ja, ein total wesentlich. Also viele von diesen Steuerungsgeräten oder sagen wir, einige sind natürlich auch in einem sehr kritischen Umfeld. Ne? Also du hast vorher das ABS angesprochen. Ich meine, das sollte schon funktionieren, ne? Wenn es gebraucht wird. Ne? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Welche Testarten oder welche Teststufen werden denn da verwendet? Wie wird denn da vorgegangen, um sowas auch wirklich abzusichern, dass es das macht, was es soll? Hm. Ja, bei den funktional sicheren Systemen hast du ja ein regularisches Umfeld. Also du musst, wenn du so eine gewisse Zielstufe hast, einfach nach bestimmten Normen entwickeln. Und die geben dir da schon ziemlich viel vor. Also du musst quasi, du hast ja das V-Modell als Dokumentenmodell. Das heißt, du hast ja die Spezifikationsseite und die Testseite. Und da wird schon sehr formal drauf geschaut, dass du die richtigen Tests hast und die musst du dann auch quasi nachweisen. Und sagen wir mal, ja, das ist dann erstmal so normativer, regularischer Mhm. Unterbau, den du hast. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt also so entwickle und teste, wie kann ich mir das vorstellen in so einem Entwicklungsprozess? Das ist sehr hardware-nah. Äh, Jetzt in meiner Welt kann ich da schon viel vorneweg simulieren, in irgendwelchen Simulatoren damit arbeiten oder auf irgendwelchen, oder brauche ich dann immer schon die Hardware? Und was ist, wenn sich die ändert? Wie ist denn so ein typischer Entwicklungsablauf da? Also ganz typisch, wenn du, sagen wir mal, Produkte from the scratch machst. Dann hast du ein Eval-Board, wo schon mal die CPU und ein bisschen Peripherie drumherum ist. Und da kannst du schon mal so für dich kritische Dinge einfach ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert auf der Hardware. Ne? Und dann kannst du schon die Treiberschicht, das heißt die Schicht, die mit der Hardware spricht, implementieren. Und ich würde sagen, wenn dann das mal alles grün ist, was du brauchst, dann musst du ja meistens dann auch eine Elektronikentwicklung haben. Das hast du ganz oft bei diesen Embedded-Systemen, dass du ja wirklich ein eigenes Mainboard, so in Anführungszeichen, um es verständlich zu machen, Hm. entwickelst, eine Hardwareentwicklung hast und darauf läuft dann deine Software. Und da hast du dann von der Produktentwicklung oft solche Dinge wie EMV-Test. Da muss die Software Hm. noch nicht richtig funktionieren, aber du musst schon ein bisschen mit den Pins wackeln. Da muss schon mal nachgewiesen werden, dass deine Ja. Elektronikentwicklung natürlich richtig ist. Ne? Und dann gibt es noch verschiedene andere Stufen. Die Temperaturtests kommen dann zum Beispiel oder so. Und dann musst du parallel quasi dann auch die Software entwickeln, um dann eine Qualität des Produkts zu haben, mit dem es dann an den Markt gehen kann. Und in dem Fall, glaube ich, unterscheidet sich Embedded-Entwicklung gar nicht so groß von den anderen. Du gehst mit Unit-Testing vor, weil du die Einheiten schon mal so grob vortestest, dass du, wenn du sie zusammensteckst in der Integration, das schon mal richtig funktionieren. Ne? Und dann gehst du mit Integrationstests weiter. Das heißt, du machst entweder Komponentenintegration ohne Hardware oder dann eben auf der Hardware Tests. Ne? Und zum Schluss dann die Systemtests. Ne? Das ist so auch so ein Vorgehen. Und seit ich unterwegs bin als Softwarearchitekt zumindest, ist auch die agile Entwicklung in meiner Welt schon eingezogen. Das heißt, du hast dann Teams, die in kurzen Iterationen die Software entwickeln. Ne?
Du hast zwar nicht Anforderungen, die sich ständig ändern, weil das ist so eine Eigenheit von so einem Embedded-System, durch das, dass es so eine ganz spezifische Aufgabe hat, ändert sich eigentlich erstmal auch nichts. Erst wenn es dann zum User geht, zum Benutzer, dann Mhm. kann es natürlich schon sein, dass man erst das Feedback vom Benutzer einholt, die Customer Experience und da dann nochmal Dinge entwickelt. Aber das wäre dann alles oben in der Applikationsebene. Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade ein spannendes Thema angesprochen, nämlich Agilität in dem ganzen Umfeld. Also ich war selber mal das ist schon Jahre her, in einem Projekt, da wurde auch Hardware entwickelt und eine Software dazu. Und da war so das ganze Thema Kommunikation mit der Hardware-Seite immer sehr schwierig, weil von dort ist immer das agile Zeug, das funktioniert bei uns eh alles nicht. Wir müssen hier mit Lieferanten und mit Dings und diese ganzen, das dauert alles bei uns und so. Also das war echt schwierig. Das ist jetzt nur meine Erfahrung, aber wie ist denn das heute? Funktioniert das gut als Team? Wie wird da kommuniziert und wie sich da so die Bälle zugespielt, dass man so diese agilen Gedanken auch mit reinkriegt? Oder beschränkt sich das rein auf die Software-Seite? Die Hardware kann machen, was sie will. Ich sage mal so, es kommt natürlich viel aufs Mindset an. Das kannst du dir ja vorstellen. Ne? Wenn Leute einfach im Kopf nicht mitgehen wollen, dann hat man mit denen immer ein Problem. Aber ich denke, das ist erstmal auch unabhängig von der Hardware und Software. Ist eigentlich auch eine Unternehmenskultur, wie man miteinander redet. Hardware kann durchaus auch agil entwickelt werden, aber natürlich gehen solche Layouts und solche Sachen, die dauern natürlich viel längere Spannen und du musst ja schon quasi eine Hardware haben, auf dem du deine Software integrieren kannst. Ich habe es ja vorher so kurz angesprochen, was da die Stufen sind. Und aber die jetzt sind natürlich auch darauf angewiesen, zum Beispiel sind die ja eigentlich die Stakeholder im EMV-Test. Also kommuniziert man schon, wie man das jetzt realisiert. Und du musst nicht immer eine Software schreiben, um einen CPU-Pin zu wackeln oder was auch immer. Ne? Mhm. Da kann man Mhm. sich dann auch eben überlegen, wie man Abkürzungen geht. Und das ist ja dann eben die Agilität, dass man nicht ein Dokument schreibt mit einer Testspezifikation, sondern dass man dann zusammen überlegt, wann sind die Termine, wann muss was fertig sein und vielleicht so zusammenkommt, ja. Mhm. Mhm. Okay, also es funktioniert schon, dass man sich da auch gut austauscht. Das ist ja, denke ich, auch ein sehr wichtiger Faktor, gerade wenn man in dem Kontext auch arbeitet. Ja. Ähm, Jetzt sind wir in den letzten Jahren in der Softwareentwicklung ist ja ganz einen großen Boost an Automatisierung auf allen Ebenen so erlebt. Ne? Also von zum einen quasi die ganzen Tests automatisiert zu machen, damit wir mehr testen können, damit wir mehr Variationen haben und diese Dinge. Und zum anderen auch um die Prozesse, dieses ganze Deployment, diese Pipelines bis hin zu Continuous Integration und solche Sachen zu automatisieren, um das auch quasi schneller und besser zu machen. Wie ist denn das im Embedded-Umfeld? Ist das da auch ein Thema oder ist das so ein bisschen eher so handwerklich, manuell? Was sind denn da so die in den letzten Jahren? Ist das mitgegangen oder ist das da kein Thema? Doch, doch. Das ist also so eine CI-Pipeline, das ist Standard eigentlich von den Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das heißt, da wird kontinuierlich, wenn du Codeänderungen hast, integriert und auch auf der Hardware automatisiert getestet. Also in der Regel sind da wirklich auch Target-Systeme dabei, die dann ganz spezifische Sachen testen, also so Integrationstests oder Systemtests. Ne? Und ich glaube, das ist schon einfach Standard. Das ist ja ein Muss, wenn man mit verschiedenen Teams, also so eine Embedded Software, musst du dir vielleicht nicht nur vorstellen wie so 5 oder 6 Komponenten, kleinere oder Module. Je nachdem gibt's da ist ja die ganze Bandbreite dabei. Und du hast auch viele Teams, die zusammenarbeiten müssen. Und das muss ja eigentlich immer ständig alles passen, sodass man eigentlich ist das Continuous Delivery schon auch so ein bisschen ein Thema. Software over the Air ist, glaube ich, im Automotive, ne? Thema, dass du dann einfach oder bei Tesla auch wirklich Stände automatisiert rausgeben kannst und die Systeme sich aktualisieren. Also ja, auch ein Riesenthema. Aber mit herausfordernden Randbedingungen eben diese Hardware-Abhängigkeiten. Ne? Ja. Ja, also ich denke gerade in solchen Fällen ist natürlich auch
auch, sagen wir, das Risiko auch dabei, es muss ja dann wieder funktionieren. Ne? Es ist ja blöd, wenn so ein Update irgendwie fehlschlägt oder sowas. Ne? Also das ist mir vielleicht bei meinem Wecker zu Hause oder irgendwas ist mir das egal, dann stecke ich den nochmal mit per USB an, dann kriegt er ein Update und kann die Uhrzeit besser anzeigen oder was auch immer. Wenn das mal over the air nicht funktioniert, aber beim Auto ist es natürlich schon irgendwie, das muss dann laufen auch. Ne? Also es ist eine große Anforderung auch an den ganzen Prozess der Auslieferung von Updates und von der Sicherstellung der Integrität des Ganzen. Ne? Na, aber da kann ich dich beruhigen, da wird oft mit Redundanzen gearbeitet. Das heißt, wenn ein Update nicht funktioniert, dann gibt es ein Fallback auf das letzte, weil das hat ja schon mal gut funktioniert und sind ja keine kritischen Fehler jetzt, sagen wir mal, drin. Das muss ja gewährleistet werden. Und deswegen ist das, dass es nicht funktioniert, muss es eigentlich ein Hardware-Defekt sein, dass das irgendwo ein Teil des Speichers kaputt ist oder irgendwie sowas. Ne? Gut, ich selber fahre ein Auto, da ist wenig Software drin, das ist schon so alt. Das zeigt auch gar nichts mehr an. Also aber das nächste wird da wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, ja. Was meistens so ist, sind gerade so die größten Herausforderungen in der Entwicklung von Embedded Software, wenn man wenn du so drauf schaust, was du so mitbekommst. Wo strugglen denn die meisten? Meinst du jetzt, wo es Probleme gibt in der Entwicklung oder was meinst du? Genau so, also wo Teams sich oft aufreiben oder hängen bleiben oder Probleme haben. Ich glaube schon, dass es das Thema zum einen Time to Market auch ist, ne? Dass man seine Entwicklung, die ja schon komplexer ist, und auch eine Markteinführung da ist, dass das zusammenspielt aus dieser Perspektive. Was vielleicht embedded spezifisch auch sein kann, ist, dass Funktionalitäten von der Hardware auf dem Datenblatt spezifiziert sind, aber dann doch nicht ganz so richtig funktionieren. Das kann einem dann echt auf die Füße fallen. Da habe ich mal ein paar Geschichten mitgekriegt. Und ich denke auch, wie überall sind es die Anforderungen und die Kommunikation, sind die Anforderungen richtig verstanden, setzen wir das richtig um. Ne? Da muss man schon auch als Architekt immer ein Auge drauf haben. Ja. Wenn du jetzt so auf deine Projekte schaust, auf deine Erfahrung, also in der Softwarewelt, in der klassischen, oder ist ja echt Quatsch, ne? Aber in anderen, da gibt es ja häufig auch so Testteams, die dann sich drum kümmern, nur die ganzen Tests zu machen, für Performance-Spezialisten sind und so. Wie ist denn das im Embedded-Umfeld? Ist das etwas, was viel auch durch die Entwickler selbst passiert, oder gibt es da auch wirklich Testspezialisten, die sich nur um Test- und qualitätssichernde Maßnahmen auch kümmern? Ja, durchaus. Die Systemtests, die werden eigentlich von eigenen Teams dann zum Schluss gemacht. Also das ist ja das Ende der Testkette. Aber die Unit-Tests, die Regressionstests, die werden eigentlich im Team selber geschrieben. So erlebe ich das ja. Okay, verstehe. Also eigentlich, also gibt es ja quasi auch die Spezialistenteams dafür, ne? Ja. Und vielleicht noch wenn wir mal auch ein bisschen hinschauen auf die ganzen nicht funktionalen Themen. Also das eine ist ja, dass das Ding funktioniert, das macht, was es machen soll. Aber jetzt gibt es ja da auch, sagen wir, gerade jetzt auch im aktuellen sagen wir, Zeitgeschehen natürlich das ganze Thema Security, ja, ich weiß nicht, im Embedded-Umfeld mit Usability wahrscheinlich eher weniger, aber oder vielleicht auch, vielleicht noch Dings, und Performance und Last, so Themen, wie nimmst du das wahr in dem Umfeld? Wie wird denn das adressiert? Also Security, das wird schon sehr professionell adressiert. Ne? Da gibt es dann einfach so Richtlinien, die ja irgendwie, glaube ich, auch vom regulatorischen Feld vorgegeben werden, damit ein System nicht gekapert werden oder angegriffen werden kann. Ne? Weil auch jedes Embedded, nicht jedes, aber die meisten sind ja irgendwo in ein Gesamtsystem integriert und das ist ja natürlich ein offenes Tor. Ne? Und da gibt es ja Einbruchsszenarien und da wird schon drauf geschaut, auf jeden Fall. Ich kann natürlich nur dafür sprechen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind eigentlich eher die größeren Unternehmen. Bei den anderen Qualitäten, das erlebe ich so, dass es sich die Unternehmen schwer tun, das richtig zu formulieren. Ne? Ich glaube, so Lastszenarien ist es vielleicht noch was aus der Webwelt, wenn man Anzahl der User oder irgendwie sowas vorgibt, ist beim Embedded-System irgendwie anders und wird von Anfang an anders adressiert. Aber die Wartbarkeit,
die wird eigentlich gar nicht so, oder die Anpassbarkeit, die wird manchmal gar nicht so mitbedacht. Und das macht es natürlich dann schwer, wenn du zum Beispiel Gerätevarianten hast und du hast dir davor nicht von der Architektur ein Konzept dafür überlegt, wie ich Gerätevarianten habe. Und dann komme ich halt schnell in eine technische Schuld und dann kommt wieder der Time to Market und dann musst du wieder nicht die Architektur so haben, wie du sie gerne hättest. Und dann wird es immer ein bisschen schwierig und da muss einfach dann auch wieder Zeit eingerechnet werden, um diese Qualität dann wieder reinzukriegen. Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, also ich glaube, eine Herausforderung ist ja auch in dem Umfeld, dass ja gerade bei so Steuerungssoftware oder sowas, wenn das mal läuft und wenn das mal zertifiziert ist und wenn das mal da ist, dann ist es ja auch, dann will man da ja auch jetzt nicht mehr so schnell ran an das Ding. Ne? Also das muss ja dann auch wirklich eine Zeit lang auch wirklich stabil laufen, ne? Weil man jede Änderung wieder diesen ganzen regulatorischen Kram auch mit sich zieht, den man dann irgendwie betrachten muss. Ne? Ja, also das ist ja auch bei den Industriebussen oft so, dass man sich zertifizieren lässt für einen Bus. Und da kannst du natürlich zertifizierte Komponenten haben, je nach Standard. Und ein anderer Teil der Software ist vielleicht nicht zertifiziert. Da schaust du natürlich dann auch drauf, dass du das dann die Architektur machst, dass du dann nur den Teil, der wirklich relevant ist, zertifizieren lässt. Verstehe. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, als Softwareentwickler oder als Tester, das ist eine Welt, da würde ich auch gerne mal ein bisschen eintauchen. Hast du da so einen Tipp für ein Forum oder eine Konferenz oder so, wo man unbedingt mal vorbeischauen muss, wo man sagen kann, ach, klasse, dort kann ich mich mal so ein bisschen inspirieren lassen in die Richtung? Wie meinst du jetzt fürs Testen jetzt spezifisch für Embedded? Oh, generell für die Embedded-Entwicklung. Gibt es da irgendwas in Deutschland vielleicht? Ja, tatsächlich. Wir haben in Deutschland den Leitkongress, ich würde sogar europäischen Leitkongress sagen, mit der ESE, mit dem Embedded Software Engineering Kongress in Sindelfingen, der ist immer im Dezember. Und da sind auch Testthemen tatsächlich dabei. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das ist so eine ganze Woche. Und da gibt es so Seminartage und dann gibt es einfach ganz schön viele Vorträge, die eigentlich immer von Leuten aus der Praxis gehalten werden. Und die ganze Konferenz, die ist auch so ganz familiär. Das ist so irgendwie, kommen da wahnsinnig viele Leute zusammen, aber das ist so eine coole Sache. Also es macht immer tierisch Spaß. Ja, super. Das ist auch ein toller Tipp, den werden wir auch gleich in die Shownotes dann mit reinpacken und mit den Link dazu packen. Vielleicht ist er für den einen oder anderen auch spannend. Ja, super. Alex, vielen lieben Dank für diese Einsichten mal in diese bisschen andere Welt für den einen oder anderen. Ich bin gespannt, was so an Feedback kommt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Embedded-Entwickler oder Tester wir in der Community haben. Meldet euch doch mal. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Möchte ich auch mal hören. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Ich danke dir, dass du hier im Podcast warst und hoffe, wir sehen uns dann auch mal bald in echt. Das wäre total cool, Richie. Vielen Dank für die Einladung nochmal und dir einen guten Tag. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.